Anfang Juli kann es am Gardasee sehr heiß sein und so starten wir schon vormittags in Arco, um in den Bergen kühlere Temperaturen genießen zu können. Ziel Nummer 1 wird Molveno am gleichnamigen See sein, das immerhin auf 900 Metern liegt. Das Castello von Arco wacht auf dem 100 Meter hohen mächtigen Felsen seit Jahrhunderten über die Stadt. Unübersehbar ist auch die Pracht der Oleanderbäume an der Staatsstraße 4-5, die durch das Saakertal führt. Im Tal, das durch die Gletscher der Eiszeit gebildet wurde, werden vorwiegend Wein, Oliven und Obst angebaut. Bei Sarke biegen wir nach Westen ab und folgen dem Fluss, den wir durch einige Serpentinen und Tunnel zeitweilig aus den Augen verlieren. Die Ponte dei Servi ist ein beliebtes Fotomotiv, denn man kann von hier aus sehr gut in die wilde Sarka-Schlucht schauen. Eine kurvenreiche Straße schlängelt sich in der wunderbaren Region zum Ort Villa Banale. Der kleine Ort hat eine herrliche Lage und bietet Touristen, die Ruhe und Natur suchen, optimale Voraussetzungen. Egal wo man hinschaut, hier ist alles liebevoll gepflegt. Die gut ausgebauten Straßen und die Umgebung lassen keine Wünsche für Motorradfahrer offen. Ganz allmählich und mit zunehmender Höhe wird es deutlich kühler und angenehmer. San Lorenzo ist zu Recht Mitglied der Vereinigung der schönsten Orte Italiens. Schmuddelecken sucht man hier vergeblich. Nach weiteren 6-7 Kilometern kommen wir schon ans südliche Ende des Lago di Molveno. Der durch einen Bergsturz in der letzten Eiszeit entstandene See ist bis zu 124 Meter tief und kristallklar.
Am nördlichen Ende des Sees liegt der Touristenort Molveno, wo wir am Seeufer eine kurze Pause einlegen werden. Newborn day and that still warm glow. Life's in long lost times ago. Close my eyes. In der Urlaubssaison ist es hier ganz schön belebt. Vor allem an den Wochenenden kommen viele Tagesausflügler aus Trient zum Baden oder genießen die tolle Bergkulisse. Round. Distant winds making silent sounds. Daylight waiting to come relieve the night. So let it shine, 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 shine on me. See, Wasser, Berge und Motorradfahren. Was kann eigentlich schöner sein? Shine on me. Man könnte durchaus einen Badetag am See verbringen, aber wir wollen ja noch zu den Erdpyramiden. Um nördlich von Molveno aus ins Etschtal zu kommen, nimmt man am besten die Strada Provinciale 64. Fai della Paganella liegt auf einer Hochebene und bietet im Sommer und Winter zahlreiche Möglichkeiten für Aktivurlauber. Die Geschichte geht bis in die vorrömische Zeit zurück und das Dorf hat sich trotz Modernität seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Die gut ausgebauten Serpentinen und der schwache Verkehr sorgen natürlich für Fahrspaß. Über die Strada Statale 612 gelangen wir zu unserem nächsten Ziel, den Pyramiden von Segonzano. Segonzano hat nicht nur eine herrliche Lage im Cempratal, sondern ist auch wegen der hoch aufragenden Erdpyramiden bekannt. Diese sind die vorläufigen Endergebnisse der Erosion von Moränen eiszeitlicher Gletscher. Größere Steine oder Steinplatten verlangsamen die Erosion durch Niederschläge so, dass über Jahrhunderte bizarre Gebilde entstehen. Ein Wanderweg führt vom Parkplatz an der SP 71 über steile Pfade und Treppen zu verschiedenen Aussichtspunkten. Mit entsprechenden Schuhen und etwas Schweiß kommt man den Pyramiden sehr nahe. Es lohnt sich. Die Natur hält doch viele Wunder für uns bereit. Von Segonzano aus führt ein schmaler Weg oberhalb der Pyramiden zu einem versteckten Ort, den wir noch spontan besuchen wollen. Gelegentlich
sollen sich ein paar Wanderer hierhin verirren. Uns allerdings ist niemand begegnet. Quarras ist ein uraltes Bergdorf, das für Besucher nur zu Fuß erreichbar ist. Eigentlich ein romantischer Ort, wären da nicht so viele Plastikfolien-Gewächshäuser. Da das Dorf nicht besonders groß ist, streifen wir noch ein wenig um die alten Häuser, die in letzter Zeit teilweise renoviert wurden. Am ehemaligen Waschplatz sprudelt noch heute kristallklares Wasser und man glaubt, die Stimmen der Frauen zu hören, die hier jahrhundertelang ihrer Arbeit nachgingen. Eine Kirche oder Kapelle ist selbst in der kleinsten italienischen Gemeinde zu finden. Wir verlassen jetzt das abgelegene Dorf und wandern zurück nach Segonzano. Der Ausblick vieler Häuser ist unbezahlbar. Von Segonzano sind es noch 60 Kilometer zurück nach Arco und die können wir in der warmen Nachmittagssonne so richtig genießen. Bei Padagnone, zwischen Trient und Gardasee, liegt der Lago di Santa Masenza. Hier werden wir den letzten Stopp für heute einlegen. Der See liegt direkt neben dem Lago di Toblino, den viele Urlauber von der Anreise zum Gardasee kennen. Nicht nur am Nachmittag kann man sich unter Olivenbäumen am ruhigen Seeufer entspannen. Es ist leicht zu verstehen, warum das Tal Valle dei Laghi genannt wird. Der Tobliner See markiert den Beginn des Sagertals, das sich bis zum Gardasee erstreckt. Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, dass die Tour euch gefallen hat. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.